Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Gerade letztes Mal hatte ich davon geträumt gehabt, ja. Für die Leute, die es gesehen haben, die wissen Bescheid. Ich hatte ja vor, ich glaube letzte Woche oder so, hatte ich von Shakes and Fidget das allererste Mal irgendwie ansatzweise geträumt gehabt. Und da kam mir das schon so vor, beziehungsweise hatte ich darüber ein Video gemacht, wie der Legendary Dungeon beziehungsweise ein neues Update so in 3D quasi wiedergegeben werden kann, beziehungsweise Point-and-Click-mäßig zur Schau gestellt werden könnte. Und ja, jetzt habe ich gestern gerade ein Video gefunden gehabt, was mich nochmal extrem daran erinnert hat, an das, was ich geträumt hatte, nur in etwas anderer Art und Weise. Und das wollte ich mit euch auf jeden Fall mal zusammen anschauen. Und wenn ihr das Ganze, das Videoformat hier, und wenn ihr das Ganze auch mal sehen wollt, habe ich euch den Link zum Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Denn das ist, so wie es aussieht, ein komplett neuer YouTube-Kanal. Ja, ist jetzt auch das erste Video von ihm hier. Vor 10 Stunden ist das jetzt gerade mal rausgekommen. Und er hat hier ist wohl, ja, ich weiß nicht, welche Sprache er mächtig ist. Er hatte jetzt mal die Hauptsprachen jetzt von Shakes mal hier so rein in den Chat bzw. in die Kommentare gepostet. Und er ist halt eben Kurzfassung sowas wie ein Spieleentwickler und arbeitet halt an solchen Hobbyprojekten wie dieses hier zum Beispiel. Aber bevor wir hier zu lange reingehen, er hat auf jeden Fall was auf dem Kasten, wollte ich euch das Ganze mal zeigen, beziehungsweise gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. Seine Version des Shakes and Fidget, der Legendary Dungeons 2.0. Und es hatte mich wirklich sehr stark an meine Vision quasi erinnert, ne? Nur halt eben noch auf andere Art und Weise. Aber wir gehen jetzt gleich mal rein. Ne? Ich werde euch das sagen, was ich meine. Ja, das ist jetzt quasi der geheime Spielmodus des Legendary Dungeons sozusagen. Ne? So hat er es hier genannt. Und wir gucken einfach mal. Es ist sehr cool gemacht auf jeden Fall. Das kann man schon mal sagen. So. Und jetzt sind wir hier im legendären Dungeon. Ne? Das hatte er so, keine Ahnung, so programmiert gehabt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, sehen wir hier so ein paar kleine Grafiken. Man kann sich so mit der Spielfigur, die ja hier drinne Fidget ist, ne, kann er sich hier hin und her bewegen, nach links und rechts. Ja, so hatte ich das Ganze zwar bei mir jetzt in meiner Version nicht gesehen, weil bei mir war es wirklich so wie ein typisches Point-and-Click-Adventure, dass man sich quasi von Bild zu Bild klicken kann und quasi in andere Etagen reinklicken kann und dann ist man wieder in einem anderen Abteil und dann kann man da irgendwelche Interaktionen tätigen und dann kommt man dahin und dahin. Also das ist quasi kein Point-and-Click, so in dem Sinne, weil das hier ist wirklich wie so eine Art, ja, wie soll ich das nennen, Dungeon Crawler oder so. Man kann die eigene Spielfigur, kann man in diesem Dungeon bewegen. Und das ist eigentlich das Allerhöchste, was du nachher mit so einem Browser-Game irgendwie rausholen kannst. Und ich sag euch eins, wenn irgendwann mal eines Tages so eine Version kommen sollte von irgendeinem unendlichen Dungeon-Crawler, ja, wo man jetzt vielleicht nicht so unendlich Tausende von Pilze reinpayen muss, um die ganze Zeit spielen zu können, dann bin ich aber tags und nachts gefangen in der Sucht. Also davon könnt ihr aber ausgehen. Es ist natürlich irgendwo weiß ich nicht, es müsste irgendwo ein Spiel in einem Spiel wieder sein, weil wenn man Tag und Nacht irgendwas in dem Spiel machen kann, dann ist das vielleicht dann nicht so gut für das normale Game, weil sich dort halt Leute extrem nach oben grinden können, beziehungsweise ich weiß nicht, wie sehr das mit illegalen Hilfsmitteln supported werden kann, dass das halt eben auch stark ausgenutzt werden könnte. Aber alleine die Fiktion, beziehungsweise alleine die Vision, dass man Shakes and Fidget in einem selbst als Spielfiguren steuern kann in einem Dungeon Crawler, wie zum Beispiel Diablo oder was gibt's da noch, Path of Exile, und solche ganzen Games halt. Das wäre schon extrem nice und alleine, wir gucken mal weiter. Es ist viel dazu zu erzählen, aber es ist halt auch absolut nice einfach, ne? Für die Leute, die nicht wissen genau, was so ein Dungeon Crawler ist, man bewegt sich halt so ähnlich
ja, man bewegt sich quasi von Dungeon-Raum zu Dungeon-Raum durchweg und da muss man halt eben Monster besiegen, man levelt da auf, man kann verschiedene Skills freischalten. Es gibt einen Dungeon-Tree, den man hochleveln kann, verschiedene Wege, ne? Und ja, das ist schon sehr cool gemacht hier und ja, eigentlich ganz cool dargestellt. So, ne? Einen großen Inhalt gibt es jetzt hier so erstmal so noch nicht zu sehen, aber alleine, dass sich da jemand die Mühe gemacht hat und das Ganze hier erschaffen hat, ne? Alleine, wenn man jetzt schon so ein bisschen im Hintergrund hört, man hat so diesen bedrohlichen Dungeon-Sound, so dieses leicht bedrückende, hört man vielleicht nicht so laut jetzt gerade im Video, aber alleine das ist schon, das macht schon Atmosphäre auf jeden Fall. Ne? Genau. Da geht es halt weiter durch zur nächsten Etage. Es gibt auch kein Zurück mehr. Ja. Und da sind wir in einem Zwischenraum. Das ist so cool. Ja, da kommt dann auf einmal irgendein random Gegner, den man sich stellen kann. Gut, anscheinend sind die Interaktionen da bisher noch ziemlich beschränkt. Aber sowas in der Art und Weise wäre halt schon cool. Es bietet so unendlich viel Potenzial, aber es wäre ein komplett eigenes Game, wenn man das halt eben so auf die Beine stellen könnte und irgendwie muss das vom Hauptgame irgendwie auch so einigermaßen getrennt werden, beziehungsweise darf das nicht allzu viele Vorteile für den eigenen Charakter bieten, wenn man halt sowas in einer Art und Weise wie ein eigenes, richtiges, sag ich mal, MMO, beziehungsweise ein RPG halt von Shakes & Fidget machen möchte, umso mehr man halt grindet. Und das Ding ist ja, man kann ja in Shakes & Fidget nicht die ganze Zeit ununterbrochen spielen. Man hat da seine Alu, die ist auf 320 Alu pro Tag begrenzt und danach ist halt Feierabend so. Du kannst dann zwar noch jede Menge Stuff daneben machen, du kannst halt Pets machen, du kannst die Festung weiter ausbauen, das ist aber alles mit Wartezeiten verbunden. Und in einem RPG kannst du jederzeit entscheiden, was du machen möchtest, wie viel du davon machen möchtest, wie hart du grinden willst, wie viel Zeit du rein investierst, ne? Wie hart du halt suchtest und eben das Game durchgrindest und wirst halt eben für sehr viel Spielzeit in den Game belohnt. Das wirst du in Shakes & Fidget so jetzt an sich per se nicht, weil du halt überall diese Wartezeiten hast. Ne? Klar, man kann bestimmte Sachen alle paar Minuten immer machen, so, ne? Das ist klar, aber ich denke mal, ihr versteht da so ungefähr mein Ansatz, den ich dazu habe. Und ja, ihr könnt da sehr gerne euren Support auch da lassen. Ich bin sehr gespannt. Könnt euch das mal auch hier durchlesen. Wie gesagt, er ist halt Spieleentwickler und das ist halt eben nur so eine kleine, so eine kleine Veranschaulichung und bietet aber viel Potenzial für mehr, sag ich mal. Ne? Also das ist halt die Grundlage für was ganz Großes, dem ich halt auch schon wirklich sehr, sehr lange hinterher weine, weil wirklich so ein eigenes, wenn ich mir so vorstellen könnte, okay, man hat hier jetzt so sein Game, ne, und dann, weiß ich nicht, könnte man einfach so in den legendären Dungeon reingehen und dann könnte man hier so ganz klassisch, ne, mit WASD könnte man so seinen Charakter steuern und könnte die ganze Zeit halt, ne, irgendwie durch die Dungeons durchrocken und so halt eben seinen Account leveln und beziehungsweise verbessern und so. Aber wie gesagt, das wäre halt irgendwo auch ein eigenes Spiel und müsste zumindest zum großen Anteil von dem Game, was wir halt hier haben, getrennt werden. So, ne, das ist ganz klar. Es ist halt eben irgendwo eine Wunsch- bzw. Traumvorstellung, ne? Und ich weiß auch nicht, wie man sowas kombinieren könnte. Aber es ist halt sehr viel Potenzial, sag ich mal, da. Ich sag mal, so ein Universum, ne, so ein Spiele-Universum, wie Shakes & Fidget es erschaffen hat so viel Background-Story, so viel Inhalt, ne, das ist gefestigt, da ist, weiß ich nicht, das ist alleine auf Grundlage der Comics, ne, ist schon so viel Content da, und so viel, weiß ich nicht, Verwurzelungen, die zurück in die Zeit gehen, wo, weiß ich nicht, weil die haben halt eine Geschichte zu erzählen, so, ne? Und das ist ja alles auch nicht irgendwie umsonst da, ne? Ich hatte es ja schon mal gesagt, alleine das hier, ne, das wissen ja auch die meisten nicht, dass das halt wirklich eine Stadt ist, die halt in dem Comic so erst, beziehungsweise eine Festung, die halt eben Steinfels heißt, die halt von Shakes & Fidget, den Abenteurern, halt erst aufgefunden wird und die sich dann von hier aus ihre neuen Missionen zurechtschustern und so, ne?
und von hier aus dann halt planen und haben sie halt hier einen Waffen- und Zauberladen aufgemacht und sowas, ne? Wo die halt eben hier ihre Gegenstände so verkaufen, ne? Das hat alles Hand und Fuß, so, ne? Und ich würde es übelst feiern. Das wäre für mich, ja, eine Revolution, sag ich mal. Und ihr würdet mich da wahrscheinlich jeden Tag irgendwie gefühlt 10 Stunden da am Stream sehen. Wenn es zeitlich machbar ist, natürlich, heißt es, ne? Ja, wollte ich euch nur mal zeigen. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Und vor allen Dingen, wie würdet ihr das machen? Habt ihr da einen Vorschlag? Würdet ihr so ein Game komplett von Shakes & Fidget trennen wollen? Oder würdet ihr das auch schon sehen, dass ihr quasi euren Hauptcharakter mit so einem Game, wie halt eben da gezeigt, irgendwie auch verbessern könnt? So, ne? Das Ding ist halt eben, viele haben halt eben nicht nur einen Account. Ich habe halt auch meine 3 Hauptaccounts, sag ich mal, und dann noch einen Projektaccount momentan, wo man ja auf jeden Account das machen müsste mit diesen Dungeon Crawler und so, ne? Also alleine deswegen wäre es schon eigentlich nicht denkbar, so ein Game zu implementieren, sodass man quasi sagen kann, okay, der profitiert davon, weil dann kann man sich nur auf einen Main-Charakter konzentrieren und der Rest bleibt halt eben auf der Strecke, weil so viel Zeit hat man nicht. Man grindet nur in ein Game rein. Ne? Ein MMORPG ist ein Game und nicht mehrere Games. Und hier hat man eben mehrere Accounts, die alle gleichermaßen behandelt werden müssen, damit man halt eben vorankommt. Deswegen geht es auf der Grundlage schon mal nicht. Aber vielleicht habt ihr da andere Vorschläge. Ich weiß nicht. Lasst es mich wissen. Ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen. Ich fand es sehr interessant und hat mich sehr stark an mein Video von vor einer Woche erinnert, wo ich ja auch so einen Fall hatte, beziehungsweise ja, diese Bilder halt eben ja, quasi fast wie eine Vision vor meinem Auge gesehen habe, so, ne? Konnte sie zwar nicht so gut wiedergeben, aber man hat, denke ich mal, ungefähr verstanden, was ich wollte, so. Und ja, das geht jetzt nochmal so einen Schritt in diese Richtung noch mehr, ne? Wer weiß, eines Tages. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Gut, Leute, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.